25 Jahre nach der Präsentation des ersten Prius zeigt Toyota die mittlerweile 5. Generation des Hybrid-Urgesteins. Aber ist die Technik des neuesten Prius überhaupt noch zeitgemäß? Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Als der Toyota Prius 1997 in Japan debütierte, war er das erste Hybridfahrzeug, das in Großserie produziert wurde. Ab 2000 wurde ein überarbeiteter Prius auch außerhalb von Japan angeboten. Der Durchbruch gelang Toyota jedoch mit der ab 2003 erhältlichen zweiten Generation, die auch heute noch häufig im Straßenverkehr anzutreffen ist. Es folgten Prius Nummer 3 und 4, die beide zusätzlich zum Vollhybrid auch als Plug-in-Hybrid zu haben waren. In den vergangenen Jahren wurde die Konkurrenz, egal ob Hybride oder Elektroautos, jedoch immer größer. Das hatte zur Folge, dass Toyota den Prius Hybrid in Deutschland schon seit Sommer 2020 nicht mehr anbot und auch den Prius Plug-in Hybrid im Sommer 2022 aus dem Programm strich. Jetzt will Toyota mit der 5. Generation wieder angreifen. Auch Prius Nummer 5 ist wieder eine Fließhecklimousine mit der für den Prius typischen Keilform. Er basiert auf der GAC-Plattform, die das Gewicht verringern und die Steifigkeit erhöhen soll. Die Windschutzscheibe steht sehr flach, die Linienführung wirkt aerodynamisch ausgefeilt. So dürfte der neue Prius noch effizienter werden als seine Vorgänger. Die markante Front mit den C-förmigen Scheinwerfern beschreiben die Japaner als Hammerhai-Design. Am Heck trägt der neue Prius ein durchgängiges Leuchtband. Das Dach ist schwarz abgesetzt, wodurch der Prius sportlicher und flacher wirkt. Apropos, wie beim Vorgänger ist ein Solardach wieder optional bestellbar. Um die Radhäuser trägt der Prius schwarz glänzende Plastikverkleidungen, was die ohnehin schon großen 19 Zoll Räder nochmal größer wirken lässt. Die hinteren Türgriffe sind vor der C-Säule versteckt. Innen präsentiert sich der Toyota Prius mit einem auf Schwarz basierenden Innenraum, der nach einer sogenannten Inselarchitektur in 3 Zonen unterteilt ist. Umfeld, Fahrermodul und schwebende Instrumententafel. Das Armaturenbrett ähnelt den im Toyota BZ4X mit einem 7 Zoll TFT LCD-Bildschirm, der aus dem Armaturenbrett herausragt und direkt im Sichtfeld sitzt, während ein deutlich größerer schwebender Mittelbildschirm durch schlanke Klimaanlagensteuerungen verdoppelt wird. Das Fahrzeug verfügt auch über eine Instrumententafelbeleuchtung, die mit Benachrichtigungen von Toyota Safety Sense verknüpft ist und drückt Warnungen durch Farbänderungen aus. Die Kabine soll geräumig sein und verfügt über eine niedrigere Sitzposition als zuvor für ein sportlicheres Gefühl. Schon von DAZONI gehört? Der Premium-Wallbox-Hersteller aus Deutschland bringt mit der DAZONI IQ, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind sogar schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr jetzt unbedingt die DAZONI IQ haben wollt, dann könnt ihr sie ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's! Der neue Toyota Prius ist 4,6 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,42 Meter hoch. Somit ist er 4,6 cm kürzer, 2,2 cm breiter und 5 cm niedriger als sein Vorgänger. Der Radstand bleibt mit 2,75 Meter identisch. Nach anfänglichen Spekulationen gibt es nun Klarheit in Sachen Antrieb. In Deutschland wird der neue Prius ausschließlich als Plug-in-Hybrid angeboten, einen Vollhybriden wird es nicht mehr geben. Dieser Schritt kommt wenig überraschend, schließlich nahm Toyota das Vorgängermodell, wie vorhin schon erwähnt, als Vollhybrid bei uns bereits 2020 vom Markt. Überraschend ist hingegen die Leistungsausbeute. Während Prius Nummer 4 als Plug-in-Hybrid maximal 122 PS leistete, verdoppelt sich fast die Leistung beim neuen Prius.
Ein 2 Liter Benziner mit 148 PS und ein 120 kW oder 160 PS starker Transaxle Elektromotor an der Vorderachse sorgen für eine Systemleistung von 223 PS. Ein Toyota-Sprecher gibt an, dass man als Hybrid Transaxle das Frontantriebssystem bezeichnet, bei dem alles in einem Gehäuse, also Elektromotor, Planetengetriebe und Differential, untergebracht ist. Mit dem eigentlichen Transaxle-Ansatz bei Verbrennern, Motor vorne, Getriebe hinten oder anderen Plug-in-Hybriden, Verbrenner vorne, Elektromotor hinten, hat diese Bezeichnung also nichts zu tun. Die Batterie selbst wurde auf 13,6 Kilowattstunden vergrößert und soll so eine um mehr als 50% erhöhte E-Reichweite bieten. Der vorherige bzw. ja noch aktuelle Prius hat eine reelle rein elektrische Reichweite von ca. 50 Kilometern. 50% erhöhte Reichweite müsste ja eigentlich rein rechnerisch bedeuten, dass der neue Prius nur 75 Kilometer elektrisch fahren kann. Das finde ich schon ziemlich wenig. Mittlerweile gibt es Hybride, die mehr als 100 Kilometer weit kommen. Dagegen sieht der Prius aktuell schon fast alt aus. Genau genannt wird die E-Reichweite übrigens nicht. Der Akku ist nun nicht mehr unter dem Kofferraum, sondern zwischen den Achsen unter der Rückbank platziert und soll so zu einem niedrigeren Schwerpunkt beitragen. Geladen wird der Lithium-Ionen-Akku per Kabel oder über das optionale Solardach, die Ladeleistung gibt Toyota aber nicht an. Preise hat Toyota anlässlich der Vorstellung noch nicht genannt, klar ist aber, dass der Prius im Sommer 2023 auch in Deutschland angeboten werden soll. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viel der neue Prius kosten wird. Wie findet ihr aber die neue Optik des Prius? Ist die rein elektrische Reichweite eurer Meinung nach noch up-to-date? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!